hier in Riesum-Lindholm. Und wir sind eine von 2 Schulen im Ort. Wir sind die dänisch-friesische Schule, Riesum Skole, Riesum Schöll. Und dann gibt es auch noch eine deutsche Schule hier. Und man nennt Riesum auch die Hochburg des Friesischen. Also das Riesum-Lindholm ist tatsächlich ein friesisches Dorf. Zur Schulgeschichte kann man sagen, also wir wurden 1946 wurden wir gegründet. Also nächstes Jahr sind wir 75 Jahre alt. Das gab 3 Schulen, sogenannte Heimatschulen in Nordfriesland vom dänischen Schulverein aus, die hier gegründet werden. Also der Name Heimatschule sagt halt, sie wollten auch das Friesische mit einbringen, sowohl wie das Dänische, sollte nie zur Konkurrenz zum Deutschen stehen, also alles miteinander verbinden. Man muss aber sagen, über die Jahre wurden es meistens eher typisch dänische Schulen, natürlich immer mit dem Fokus auch, weil sie in Deutschland sind, zum Deutschen, aber das Friesische wurde mehr und mehr vergessen. Wir sind von den Heimatschulen eigentlich die letzte übrig gebliebene, die wirklich eine Heimatschule geblieben ist. Und dadurch wurde es auch offizieller, dass hier wirklich Friesisch unterrichtet wird. Ansonsten war es immer nur, ihr macht das schon da an der Westküste, wenn ihr ein bisschen Friesisch macht, solange ihr das andere auch noch mit habt, ne, das Dänisch. Man wurde irgendwie so ein Auge zugedrückt oder... Das kam dann mehr offizielle Rahmen in den 80ern. Seit 2003 heißt die Schule auch Riesum Skole, Riesum Schöll, also einmal der dänische Begriff, einmal der friesische Begriff. Vorher hieß es halt wie alle Schulen im dänischen System Riesum Danske Schule, also Riesum dänische Schule. Was wir jetzt zum Glück haben, ist, dass wir eine Wochenstunde für eine Lehrkraft von uns haben, die so eine Art Friesisch-Konsulent ist im dänischen Schulverein. Es wurden gerade neue Lehrpläne gemacht für den dänischen Schulverein und da sind auch in den Fächern, wo es relevant ist, wird auch friesische Kultur mit einbezogen. Also ich bin Sophie, ich bin 14 Jahre alt, gehe in die 8. Klasse und ich bin Deutsche. Ich spreche immer Deutsch zu Hause mit meinen Eltern, meiner Schwester. Manchmal Dänisch, dann sage ich zu meiner Mama Moa anstatt Mama. Ist Angewohnheit irgendwie. Aber meine Mama versteht Dänisch, mein Papa nicht. Dänisch spreche ich eigentlich recht gut, weil schon 8, 9 Jahre spreche ich Dänisch und Englisch kann ich auch mittelgut, sag ich mal so. Friesisch kann ich verstehen, aber nicht ganz perfekt sprechen. In unserer Schule haben wir von der 1. bis zur 9. Klasse. Die anderen dänischen Schulen im dänischen Schulsystem, die gehen normalerweise nur bis zur 6. Klasse. Weil wir haben die Ausnahme, dass wir bis zur 9. Klasse haben dürfen, weil wir eben Friesisch haben und die weiterführenden Schulen das nicht haben. Wir haben 33 Schüler bei uns in diesem Jahr, eben verteilt von 1. bis 9. Klasse. Dieses Jahr haben wir keine 9. Klasse, also von 1. bis 8. Klasse. Und das ist eben klassenübergreifender Unterricht. Friesisch kann theoretisch an allen Schulen im dänischen Schulverein angeboten werden, solange eine Lehrkraft da ist und genug Schüler sich dafür melden. Aber es fehlen halt die Lehrkräfte, die das dann auch wirklich anbieten können und wollen. Und meistens steht das dann in Konkurrenz zu anderen Fächern, die dann also sowas wie, also es ist meistens nach der Schule irgendwas Sportliches oder was Kreatives. Dann sind die meisten nicht so, dass sie denken, oh ja, lass uns ein bisschen Friesisch-Sprachunterricht so machen. Da sind eher, also da müssen das schon sehr gute Lehrkräfte sein, die dann auch die Schüler überzeugen können. Und die Schulleitungen der dänischen Schulen müssten das auch voranbringen. Weil es ist sehr selten, dass dann wirklich aus dem Elternhaus die Forderung steht, wir möchten gern, dass mein Kind Friesisch hat, das ist die Möglichkeit. So, das passiert einfach nicht. Theoretisch ist es möglich, aber praktisch leider nicht. Schade ist es natürlich auch für unsere Schüler, dass sie dann, wenn sie hier fertig sind, nicht so viele Möglichkeiten fürs Friesische haben. Also Ausbildung, berufstechnisch. Auch oft ziehen sie natürlich auch woanders hin,
In München spricht man nun mal kein Friesisch und dann ist es besonders auch schwer, das Friesische beizubehalten. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Friesin und ich sehe mich selber als Friese. Ich spreche Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Friesisch, Englisch. Zu Hause spreche ich Friesisch mit meiner Mutter und dann mit meinem Vater Deutsch. Ich würde gerne eine friesische Schule besuchen, aber es gibt keine, die bis zur 13. Klasse geht. Gehe ich auf eine dänische Schule dann wieder. Wir haben pro Jahrgang 2 Wochenstunden Friesisch, also von 1. bis 9. Klasse haben sie alle eine Doppelstunde Friesisch in der Woche. Darüber hinaus sind alle anderen Fächer ist immer personenabhängig. Wenn der Lehrer Friesisch kann, macht er zum Beispiel Friesisch. Wie bei mir, wenn ich Kunst unterrichte, wenn es möglich ist, mache ich das auf Friesisch. Es hängt natürlich auch immer vom Material ab. Ich habe auch Geschichtsunterricht. Da gibt es natürlich nicht so viele Geschichtsbücher auf Friesisch, die ich benutzen könnte. Und da Material selbst herzustellen, wäre auch etwas viel. Da ist es dann halt so, dass man natürlich die Bücher auf Dänisch hat und dann aber zum Beispiel, wenn man diskutiert oder andere Sachen bespricht, dass man das dann auf Friesisch macht. Und der Schulalltag in den Pausen und so weiter ist ganz, ganz viel auf Friesisch. Also bei uns gibt es sowohl den dänischen Kindergarten wie auch die dänisch-friesische Schule in dem Sinne. Also der Kindergarten ist an sich Dänisch, hat aber auch Friesisch. Also da ist einmal die Woche Friesischunterricht mit einer Lehrerin von uns, die dann einmal für 2 Stunden ungefähr rübergeht und Friesischunterricht macht mit den Kindern da drüben. Ik ben Tora Kahl en ik woon hier in Rissen en ik snork frasch. Ich bin seit über 25 Jahren Lehrerin und davon habe ich nur 2 Jahre an einer normalen, regulären deutschen Schule gearbeitet. Und danach bin ich dann sofort hier nach Risum gekommen und seitdem bin ich hier. Und also der größte Unterschied ist eigentlich, dass die Klassen in sich, die Lerngruppen natürlich viel kleiner sind als an der deutschen Schule. Man muss zwar klassenübergreifend oft unterrichten, das ist der große Unterschied, aber die Lerngruppen in sich sind kleiner und deswegen kann man auch viel persönlicher arbeiten und viel mehr auf die einzelnen Kinder eingehen. Das macht mir eigentlich mehr Spaß. Ostern efter en latschör, klubbt die Jäger eine der. Sitt menisse gaue Front, heste die Hase seng. Einmal wöchentlich komme ich hierher und spreche mit den Kindern Friesisch im Spielkreis. Wir singen dann zusammen und spielen. Ich lese Bilderbücher vor und machen alles auf Friesisch. Und die restliche Zeit in der Woche sprechen die Kinder Dänisch mit den anderen Pädagoginnen, die hier sind. Wenn ein Kind etwas nicht auf Dänisch ausdrücken kann, wird es natürlich auf Deutsch gesprochen und alle sprechen und verstehen auch Deutsch. Und dann wird natürlich reagiert. Wir sind in erster Linie natürlich Pädagogen und keine Sprachpropheten, die mit auf Teufel komm raus irgendeine Sprache jetzt durchboxen müssen. Also es geht erstmal darum, dass die Kinder sich wohlfühlen und ich denke mal, nur so lernt man auch eine Sprache richtig gut. Dein Knoge as wach. Jede Sprache ist wertvoll, es ist ganz egal, von wie vielen sie gesprochen wird. Es schadet keinem Kind, mehr Sprachen zu sprechen und je mehr Sprachen, umso besser, finde ich. Mit jeder Sprache wird eine Tür geöffnet, neue Möglichkeiten geschaffen. Prinzipiell ist unsere Schule für jeden zugänglich, solange man den Sprachen gegenüber offen ist. Wenn man sich natürlich, also der normale Gang ist natürlich über den Kindergarten und dann zur Schule und im Kindergarten oder auch bei uns meldet man sich in der im dänischen System quasi an. Als Teil der Minderheit und das muss man natürlich bewusst wollen. Also man muss schon offen sein der dänischen und der friesischen Sprache gegenüber. Aber ansonsten, wir verschließen uns vor keinem. Also jeder, der das gerne möchte, das darf auch gerne zu uns kommen. Wir werden finanziert natürlich durch den dänischen Schulverein und der wird finanziert aus Dänemark und aus Deutschland.
Im Jahr müssen die Eltern einen Beitrag von 25 bis 35 Euro bezahlen. Das ist aber Materialgeld. Die Schule hat natürlich eine gute Zusammenarbeit mit dem Friesverening, mit dem Friesenverein quasi und auch mit dem Jugendverein Röckeflose. Und wir versuchen uns da gegenseitig zu unterstützen, auch wenn Projekte anstehen oder Festlichkeiten. Ja, Best Practice oder schlechte Erfahrungen. Die Schule hat eigentlich eine Tradition dafür, dass sie Austausch auch mit den Westfriesen und Schulen in Westfriesland hat, also in den Niederlanden. Dass man da hinfährt, weil das ist natürlich auch die friesische Minderheit und das ist für unsere Schüler interessant, um zu sehen, okay, da ist es ganz anders, das ist eine viel größere Minderheit als wir, aber ursprünglich kommen wir da auch her, welche Zusammenhänge gibt es. Also das ist schon super für die Schüler, das einfach hautnah zu erleben. Wir haben auch schon mal andere Minderheiten besucht, das ist auch, also gibt so viel, weil sie einfach mal merken, okay, wir sind nicht die Einzigen in dieser Situation, es gibt noch mehr und man kann es vergleichen.